Bodybuilding, Calisthenics oder CrossFit. Ich habe jedes dieser Sportarten mindestens für ein Jahr ausgeführt und kann dir jetzt sagen, was sind die Vor- und Nachteile. Am Ende können wir schauen, welcher Typ bist du und welches dieser Sportarten macht für dich am meisten Sinn. Wir starten mit Bodybuilding. Was sind hier die Vorteile? Klar, als erstes geht es hier, wie der Name schon sagt, Bodybuilding, also Körper aufbauen, vor allen Dingen um den optischen Effekt. Wir machen gezielten Muskelaufbau und du kannst hier auch recht einfach deinen Fortschritt beobachten, anhand von Wiederholungen und Gewichten. Wenn du das steigerst, weißt du auf jeden Fall, hey, ich habe da Kraft aufgebaut. Und klar, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du es auch. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen vom Bodybuilding. Erster großer Nachteil ist, Bodybuilding ist wenig funktional und dadurch bist du dann in der Regel auch sehr unbeweglich. Der zweite Punkt ist irgendwo die Ernährung. Gerade wenn du viel Masse aufbauen willst, musst du halt eben auch viel essen. Und das ist halt nichts für jedermann. Ein weiterer Nachteil ist natürlich die Belastung der Gelenke. Das heißt, wenn du viel hebst und die Technik vielleicht nicht ganz so gut ist, dann kann es unter Umständen sein, dass du im Alter Beschwerden hast und dich gar nicht mehr so gut fühlst. Bodybuilding ist natürlich auch mit Kosten verbunden, du musst das Fitnessstudio bezahlen und natürlich irgendwo auch die erhöhte Nahrungsaufnahme. Ne? Denn auch Fisch, Fleisch, Proteine ist ja heutzutage nicht gerade günstig. Als nächstes kommen wir zum CrossFit. Auch das habe ich über ein Jahr, wenn nicht sogar 2-3 Jahre in einer CrossFit-Halle gemacht und nenne dir jetzt einmal die Vorteile. Was ich sehr cool finde beim CrossFit ist, ganz klar, es ist eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Sportarten. Du hast was aus dem Calisthenic-, Gymnastik-Bereich, du hast was aus dem Powerlift-Bereich, funktionales Training ohne Ende. Also da wird dir auf jeden Fall nicht langweilig. Als zweites ist da die Community. Man trainiert meistens in einer Box mit mehreren Mitgliedern und hat so einen kleinen Wettkampf untereinander. Das ist schon ganz cool, das pusht einen und das macht auf jeden Fall Spaß. Ein weiterer Vorteil ist natürlich der erhöhte Kalorienverbrauch. Gerade wenn du in hoher Intensität trainierst und auf Zack-Zack bist. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Auch hier hast du leider ein extrem hohes Verletzungsrisiko, auch wenn es viele nicht zugeben wollen. Was ich immer wieder beobachtet habe in den CrossFit-Boxen ist zum Beispiel, dass die Leute sagen wir mal 100 Burpees in der Zeit XY schaffen müssen und dann nach der Hälfte komplett auf die Technik pfeifen und Burpees beispielsweise ohne Technik durchziehen. Und das kann eben dazu führen, dass du schnell Schulterschmerzen bekommst, deine Gelenke kaputt gehen und das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Viel läuft über Kinetik, Reißen, Stoßen, aber wenig, was wirklich den Muskelaufbau fördert. Mir ist es selbst aufgefallen, nach einigen Jahren habe ich mir die Mitglieder angeschaut und vorher, nachher, rein optisch gab es gar keinen Unterschied. Das heißt, ich ziehe daraus mein Fazit, Muskelaufbau bei CrossFit eher schwierig. CrossFit ist mit Abstand das teuerste. Also hier zahlst du für eine Mitgliedschaft locker mal 60, 70, 80 Euro. Natürlich ist der Preis gerechtfertigt. Ne? Du hast einen Coach, du hast die Halle, das muss alles bezahlt werden, keine Frage. Aber wenn du sagst, hey, ich bin gerade knapp bei Kasse und möchte trotzdem was für mich tun, dann ist vielleicht doch Bodybuilding oder Calisthenics das Richtige für dich. Derzeit bin ich natürlich Calisthenics-Athlet und habe das auch schon länger als ein Jahr gemacht. Deswegen möchte ich auch hier einmal möglichst neutral die Vorteile und Nachteile benennen. Vorteil Nummer 1 bei Calisthenics ist natürlich, dass das Ganze sehr kostengünstig ist. Das heißt, du kannst ja theoretisch überall trainieren. Zu Hause, draußen oder im Calisthenic-Park. Du brauchst keine Mitgliedschaft oder sonst etwas. Lediglich investierst du einmal in das Equipment, das du benötigst, dann hast du aber auch gefühlt die nächsten 5 bis 10 Jahre deine Ruhe. Ein weiterer Vorteil ist einfach die Ästhetik und der Spaß. Denn sind wir mal ehrlich, Calisthenic-Athleten, wenn du dir die mal ganz genau anschaust, auch oberkörperfrei, fällt dir eins auf, die sind verdammt ästhetisch anzusehen, die sind sehr funktional und on top können die auch noch Skills, wie beispielsweise den Human Flag oder Handstand, wo die meisten Leute doch ins Staunen kommen. Das ist definitiv ein cooler Vorteil. Auch hier kannst du dir eine Community aufbauen. Das geht vielleicht nicht so schnell wie beim Bodybuilding oder beim CrossFit, aber es funktioniert und macht am Ende dann doppelt so viel Spaß. Auch wenn ich selbst Calisthenics mache, muss ich in diesem Video auf die Nachteile eingehen. Der erste Nachteil ist, die Progression ist extrem langsam und mühselig. Ja, beim Bodybuilding oder CrossFit merkst du ja relativ schnell schon deine Verbesserung. Ja, ich schaffe das Workout in einer schnelleren Zeit. Mein Bizepsumfang ist und so viel gestiegen und ich schaffe mehr Gewicht auf den Geräten. Bei Calisthenics ist es anders. Das heißt, hier musst du wirklich lange und hartnäckig an einem Skill trainieren, bis du den letzten Endes lernst. Ja, einen Human Flag lernst du nicht in 1-2 Wochen. Wir reden hier von Jahren. Aber wenn du dein Ziel dann erreicht hast irgendwann, dann freust du dich doppelt und dreifach. Denn das ist etwas, Glückwunsch,
Das können nur die wenigsten. Noch ein Nachteil ist ganz klar das Beintraining. Viele, wirklich viele Calisthenics-Athleten haben einfach sehr, sehr dünne, untrainierte Beine. Hier hilft tatsächlich nur eins. Entweder du holst dir eine Gewichtsweste und trainierst damit regelmäßig Squats, Kniebeugen, Lunges, wie auch immer. Oder tatsächlich gehst du ins Gym und trainierst dort an der Beinpresse, am Reck und bringst so deine Beine zum Wachsen. Für den einen oder anderen wird dieses Video sicherlich provokant sein und du wirst dich getriggert fühlen. Zum Beispiel, wenn du ein CrossFit-Fan bist und dann die Nachteile von mir hörst. Aber du kannst dir sicher sein, ich habe wirklich jedes dieser Sportarten mehrere Jahre ausgeführt und weiß, wovon ich spreche. Was passt denn jetzt zu dir? Ich mache das gerne am Beispiel Rollenspiel. Wenn du zum Beispiel gerne den Krieger spielst oder den Tank, ja, der viel einsteckt, dann ist Bodybuilding genau das Richtige für dich. Spielst du gerne den agilen Jäger oder Assassin? Calisthenics, here we go. Spielst du gerne den Magier und kombinierst möglichst viele Zauber? Dann ist CrossFit für dich das Richtige. Also schreib doch gerne mal in die Kommentare, worauf hast du Bock? Was passt zu dir? Abonnier gerne den Kanal, wenn dir das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal.